Heute widme ich mich mal Bluetooth-Empfängern für eure Car-HiFi-Anlage. Heißt also, wenn ihr ein Autoradio habt, was nicht die geilsten Codecs empfangen kann, wenn ihr gar kein Autoradio habt oder irgendwas wollt und braucht, womit ihr auch Musik hören könnt, ohne das Auto anzuhaben, seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Thomas, ich mache seit 2004 in meiner Freizeit Car-HiFi und habe seitdem tatsächlich so die Evolution von Car-HiFi-Radios halt auch mitbekommen. Das heißt, von dem ganz normalen Single-DIN-Radio, wo man dann halt ein ordentliches Radio einbauen konnte, über die Phase der Doppel-DIN-Radios, wo man halt wirklich einfach das Originale rausschmeißen und ein Doppel-DIN-Radio reinstecken konnte. Aber die Autohersteller haben es natürlich immer ein bisschen schwieriger gemacht, haben immer mehr in das Radio rein integriert, sodass man heutzutage bei einem modernen Auto das Radio ja gar nicht mehr tauschen kann. Heißt, da sind einfach so viele Funktionen drin, da stellt man sein Fahrwerk drin ein, da stellt man seine Klimaanlage drin. Das heißt, da läuft einfach alles drüber, bis hin zu Tesla, wo wirklich halt alles inklusive Gangschaltung, Blinker etc. drüber funktioniert. Das heißt, die Möglichkeit, das Radio wirklich zu tauschen, gibt es gar nicht mehr. Und wir sind darauf angewiesen, dass entweder das Radio eine ordentliche Qualität hat oder dass man irgendwie anders die Signale ins Auto reinkriegt. Und genau darum geht es heute. Und zwar, wie kriege ich Signale ordentlich in mein Auto rein? Ich habe letzte Woche ein Video rausgebracht, wo ich über Bluetooth-Codecs gesprochen habe. Und diese Bluetooth-Codecs sind heute Grundlage. Das heißt, wenn ihr euch das letzte Video nicht angeschaut habt, ich verlinke es nochmal, dann bitte schaut euch das erstmal an, weil ansonsten werdet ihr hier die ganze Zeit nur von Abkürzungen erschlagen werden und wisst gar nicht, okay, ist das jetzt gut oder schlecht, was er da erzählt. Also einmal das Video von letzter Woche anschauen und dann ist ein bisschen mehr Grundverständnis da, was ich jetzt hier alles zeige, weil heute geht es tatsächlich um aktuelle Bluetooth-Receiver. Heißt Zusatzgeräte, die man in seine Car-HiFi-Anlage integrieren kann, mit denen man dann Musik vom Handy in seine Anlage reingestreamt bekommt. Da gibt es auf dem Markt aktuell 3 Stück. Ich habe keins davon hier. Ich hatte mal das Beacon von Audison schon hier. Ich hatte auch schon den Helix BT HD Streamer hier. Ich hatte noch nicht das Mosconi Amas hier. Aber um einfach mal so ein bisschen was in der Hand zu haben, habe ich mir tatsächlich Modelle von diesen 3 Teilen ausgedruckt. Das heißt, wir haben hier tatsächlich den Audison Beacon, wir haben hier das Helix BT HD, den Helix BT HD Streamer und wir haben den Mosconi Amas LD4C. Das sind die 3 Bluetooth Streaming Module, die es aktuell von Car-HiFi Firmen gibt. Natürlich kann es sein, dass ich irgendein Bluetooth Modul übersehen habe. Brauchen wir nicht drüber reden. Es gibt noch andere Bluetooth-Module. Es gibt natürlich auch Home-HiFi-Bluetooth-Module, die man irgendwie per USB ansteckt. Das heißt, klar kann man auch ein Home-HiFi-Bluetooth-Modul mit einem USB 5-Volt-Adapter auch in seine HiFi-Anlage integrieren. Aber nee, darauf hatte ich jetzt irgendwie keine Lust. Ich wollte schon richtige Sachen, die halt fürs Car-HiFi gebaut sind. Mit sowas wie Remote In, Remote Out, vielleicht einen optischen Pass-Through oder sonst irgendwelchen Dingen. Und deswegen bin ich jetzt hier auf diese 3 Geräte hier gespannt, wie sie sich unterscheiden, was gut ist, was schlecht ist, was sie für tolle Sonderfeatures haben oder auch nicht. Deswegen, das gucken wir uns jetzt alles an. Aber warum überhaupt irgendwie so ein Modul, wenn ich doch schon Bluetooth in meinem Radio habe? Wofür brauche ich das denn dann noch? Das ist relativ einfach. Wenn Bluetooth im Radio drin ist, also wenn es halt wirklich ein, ich sag mal, Originalradio ist, dann ist zwar Bluetooth eingebaut, aber in der Regel werden die Codecs, die da unterstützt werden, nicht die high-restigsten sein. Das heißt, wir sprechen hier nicht von irgendwas verlustfreiem, wir sprechen hier nicht von irgendwas viel Auflösung, Abtastrate etc., sondern wir sprechen von, okay, das ist okay, um ein Video, um ein Telefonat zu übertragen, aber es ist jetzt halt nicht super cool, um jetzt High-Res-Musik, die man sowieso auf dem Handy hat, rüber zu streamen. Das ist nicht so cool. Und auch wenn ihr ein Nachrüstradio habt, das heißt, wenn wir uns die Nachrüstradios der letzten Jahre angucken, waren die jetzt nicht für ihre wundertollsten Bluetooth-Verbindungen bekannt. Auch da war es halt immer so, ja, man kann sich's anhören, aber so richtig cool ist es nicht. Heißt, in der Regel SBC unterstützen sie, viel weiter drüber muss man mal schauen. Wenn man sich das aktuell anguckt, ja, aktuelle, ich nenne es mal, bessere Radios von Firmen wie Alpine und Sony unterstützen tatsächlich den LDAC-Standard. Das heißt, die machen meistens SBC, AAC und LDAC. Und als LDAC, habe ich ja quasi im Video schon mal erzählt, haben wir die hohe Abtastrate, die hohe Bitrate und dadurch kommt da schon einiges an guter Quali rüber.
Aber dafür brauchen wir wirklich ein aktuelles, gutes, teures Radio. Und da reden wir von Radios, die 500, 600 Euro erst anfangen. Und gegebenenfalls könnt ihr dieses auch gar nicht einbauen, weil ihr halt einfach nicht das Radio austauschen könnt. Und deswegen diese Bluetooth-Zusatzmodule. Und bei den Bluetooth-Zusatzmodulen würde ich sagen, ich fange einfach mal mit diesem Audison-Kästchen an. Das Audison-Kästchen habe ich auch schon ein paar Mal verbaut. Ist relativ einfach zu verbauen und unterstützt SBC, AAC und LDAC. Also tatsächlich, wenn man mit dem iPhone hinkommt, sind wir über AAC, das Beste, was das iPhone aktuell per Bluetooth liefert. Wenn wir mit einem Android-Telefon unterwegs sind, streamen wir da einfach per LDAC rein. LDAC wird von sehr, sehr vielen Android-Handys unterstützt. Manchmal muss man in die Entwicklungsoption rein oder das Ding freischalten, ja. Aber ansonsten haben wir hier tatsächlich eine sehr, sehr gute Übertragungsmöglichkeit für. Von den Anschlüssen her, wir können uns jetzt nicht angucken, aber es ist so, das Gerät hat ein SPDIF Pass-Through, heißt, wir können hier mit dem optischen Kabel rein und mit dem optischen Kabel wieder raus. Was dann bedeutet, dass wir hier einfach ein Digitalsignal reinfüttern können, mit dem Digitalsignal wieder rausfahren können. Und sobald das Gerät hier ein Bluetooth-Signal kriegt, dann überschreibt er quasi das optische Signal, was hier reingeht. Also eigentlich ganz coole Option. Außerdem haben wir die Möglichkeit, hier per Cinch rauszugehen. Das heißt, das Teil hat auch 2 Cinch-Ausgänge und wir haben die Möglichkeit, hier ganz normal als Cinch aus diesem Gerät rauszufahren. Das heißt, wir könnten optisch reingehen und mit Cinch rausgehen und dann halt in unsere DSP, Endstufe etc. pp. Auch die Zusatzfeatures von dem Teil sind eigentlich ganz cool, weil der Audison Beacon hat eine Möglichkeit, sich an die Forza DSP-Endstufen mit einem zusätzlichen Datenkabel zu verbinden. Das heißt, man kann das Modul hier mit einem Kabel an die Forza-Endstufe anschließen. Ja, das ist so ein 4-adriges Kabel. Und mit diesem Kabel ist es dann möglich, per Bluetooth seine Amp zu steuern. Was heißt das? Es gibt tatsächlich eine App im App Store. Die zeige ich mal, wie die so aussieht. Und in dieser App kann man dann halt die Grundfunktionalitäten des DSPs steuern. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, nicht alles, das heißt, wir können da jetzt nicht auf jedes einzelne Detail, EQ-Band etc. Aber trotzdem können wir schon so ein paar Sachen wie Preset ändern etc. pp. Über die Software einfach direkt machen. Und das läuft über die gleiche Bluetooth-Verbindung, wo halt auch der Ton übertragen wird. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht nochmal eine zweite Bluetooth-Verbindung, wir brauchen jetzt nicht irgendwie nochmal was Zusätzliches im DSP, sondern das macht dieser Beacon direkt mit dem Datenkabel mit der Endstufe. Da braucht man die App für, das funktioniert eigentlich ganz cool. Und ist ein cooles Goodie, wenn man tatsächlich eine Audison-Stufe hat und dann halt hier diesen Beacon. Kommen wir zum nächsten Teil. Der nächste Teil, den ich habe, ist hier das Teil von Audio-Tech Fisher, das Helix BT HD Streamer, wie man es so nennt. Wenn mich nicht alles irrt, müsste das neueste Gerät sein von allen, weil das ist halt noch gar nicht so lange auf dem Markt. Und dieser Helix BT Streamer kann SBC, AAC, aptX und aptX HD. Was heißt das jetzt für uns? Das, was er nicht kann, ist LDAC. Heißt, wir haben hier keine 96 Kilohertz Abtastrate, sondern wir müssen uns mit dem iPhone sind wir sowieso auf AAC, mit einem Android-Handy beschränken wir uns hier auf aptX HD. Heißt, wir haben 24 Bit, aber nur 48 Kilohertz Abtastrate, was eine gute Qualität ist, was ich auch in meinem letzten Video sagte, dass man muss halt erstmal die Musik haben in Hi-Res und die dann auch noch vom DSP verarbeiten können in Hi-Res, damit das halt überhaupt einen Sinn hat. Aber ja, hier haben wir jetzt keine Möglichkeit, richtiges Hi-Res zu machen, weil ja, wir keine 96 Kilohertz Abtastrate haben. Dafür haben wir die gängigen Formate. Wir haben halt aptX HD für die Androids, was halt auch eine ordentliche und ausreichende Soundqualität bietet. Und ja, was haben wir noch? Wir haben ein bisschen Zusatzfeatures an diesem Teil. Das Teil hat nämlich die Möglichkeit, eine Freisprecheinrichtung anzubeschließen. Das heißt, man kann hier tatsächlich aktiv, es gibt ein Mikrofon-Kit dafür, das heißt, da kommt halt ein Mikrofon, den zieht man halt nach vorne und es gibt dann halt auch noch einen Kabelsatz für die Tasten, das heißt, man kann dann halt einen Annehmen-Auflegen-Button noch irgendwo in sein Auto integrieren und hat dann tatsächlich die Möglichkeit, komplett ohne Autoradio Musik zu hören und wenn ein Anruf rankommt, auch noch frei zu sprechen. Das ist an der Stelle aktuell ein Novum, das gibt es halt sonst nicht.
Zusätzlich hat das Teil nochmal, ich nenne es immer so gerne, den Camping-Modus. Heißt, man kann das Gerät in einen Modus versetzen, wo es dauerhaft Bluetooth auf Bluetooth hört. Und wenn es dann halt mit einem Gerät, mit dem es gepaart ist, dann halt in Verbindung trifft und dieses Gerät dann halt Musik abspielt, schaltet oder generiert der Bluetooth BT HD Streamer automatisch ein Remote-Signal für eure Endstufen. Heißt, ihr müsst das Auto nicht anmachen, um Musik zu hören. Da gibt es ein lustiges Beispiel, letzte Tage noch gesehen, ein Kollege auf dem Kanal Audio Up hat ein Auto eingebaut bekommen und der ist halt täglich eine Stunde lang auf der Fähre und anstatt dann halt immer das Auto komplett anzuhaben oder sonst irgendwas, kann er sich dann darauf verbinden und hört dann halt ohne Radio, ohne die komplette Zusatzelektronik, ohne Tagfahrlicht etc., hört er dann einfach Musik darüber. Ist natürlich ganz, ganz cool, weil ja, man braucht die ganzen Zusatzkomponenten nicht und auch im Wettbewerbssektor habe ich das auch schon gesehen. Das heißt, kommt halt gegebenenfalls ein Tablet oder ein Handy zum Einsatz und die komplette Bordelektronik ist einfach aus. Wir haben keine Störgeräusche, wir haben gar nichts, sondern einfach nur so ein Streamer und der Streamer schickt den ganzen Spaß dann halt einmal in den DSP und man hat halt mit nichts anderem vom Auto zu tun. Eigentlich eine ganz coole Option, auch für Autos, die ich kenne Leute, die leider nicht mehr aktiv sind, Grüße an Kevin, die halt aufgehört haben, weil zum Beispiel das Auto, man den nicht ausreden konnte, halt einfach nach 10 Minuten auszugehen. Das heißt, er hatte halt immer das Problem, okay, nach 10 Minuten ist der Remote abgebrochen, Auto ist ausgegangen, bei der Bewertung kacke, alles doof. Wäre hiermit halt quasi nicht passiert, weil einfach mit dem Handy reingestreamt, fertig ist der ganze Spaß. Der Helix BT HD Streamer hat keine Cinch-Ausgänge, sondern hat tatsächlich nur optische Eingänge und Ausgänge. Das heißt, auch hier haben wir die Möglichkeit, ein optisches SPDIF-Signal durchzuschleusen und sobald halt etwas auf Bluetooth anliegt, würde der dann halt umschalten und das Bluetooth-Signal durchschicken. Wir haben hier im Gegensatz zu der Audison-Variante keinen Cinch-Ausgang, das heißt, wir haben hier keine Umwandlung von digital auf analog, das heißt, wir bleiben hier in dem Kästchen komplett digital und ja, keine Cinch-Ausgänge an der Stelle. Und damit kommen wir zum letzten Teil und zwar dieses kleine Teil der Firma Mosconi gibt es ja auch schon ein bisschen auf dem Markt und das hat die Codex-Unterstützung SBC, AAC, aptX und LDAC. Heißt wieder für den iPhone-Nutzer, AAC ist das Beste, was geht und darüber kommt dann halt der Ton. Und für Android-User gibt es tatsächlich LDAC und als Fallback, das heißt, wenn das Handy kein LDAC könnte, sind wir bei aptX, was natürlich besser ist als SBC, brauchen wir nicht drüber reden. Aber halt einfach für die älteren Android-Geräte haben wir da halt aptX, kein aptX HD. aptX ist da halt da und LDAC ist aber auch möglich, das heißt 96 kHz mit 24-Bit funktionieren hier drüber auch. Auch dieses kleine Gerät hat die Möglichkeit, ein Remote-Signal zu erzeugen. Das heißt, auch wenn wir hier ein gepaartes Gerät haben, kann man das Gerät in Standby-Modus schicken, dass es halt immer so ein bisschen horcht. Wenn da einer per Bluetooth reinkommt, wird der auch ein Remote-Signal generieren, die Anlage starten und man kann halt, ohne das komplette Auto aufzuwecken, kann man Musik hören. Ebenso hat es von den Anschlüssen her nur einen optischen Ausgang und Cinch-Ausgänge. Das heißt, wir haben hier keine Möglichkeit, einen sogenannten Pass-Through zu machen. Das heißt, dass wir digital reingehen und digital wieder rausgehen. Bedeutet jetzt möglicherweise, wenn man ein Radio hat, wo man schon digital rausgeht, bräuchte man einen DSP mit 2 digitalen Eingängen, weil man könnte den halt quasi nicht hier durchschicken und quasi überschreiben lassen. Das funktioniert nicht. Dadurch, dass es aber aktuell auf dem Markt keine qualitativ hochwertigen Radios gibt, die einen Digitalausgang haben, außer man hat jetzt irgendwie die Möglichkeit, an sein Originalradio dann irgendwie was Digitales abzugreifen, ist das nicht so häufig der Fall. Klar, es gibt ein paar Android-Units, wo es dann halt da so mitgeht und die auch aktiv eingesetzt werden. Aber an der Stelle die Info, wir können hier digital nicht reingehen in das Teil. Ein anderes Highlight, was das Teil aber hat, ist die Möglichkeit, tatsächlich per USB Strom zu bekommen. Heißt, das Teil ist gar nicht und ausschließlich fürs Auto gemacht schon, aber nicht nötig im Auto zu betreiben. Das heißt halt auch, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und ordentlich irgendwo optisch, also Bluetooth
auf optisch fahren wollt, das heißt, ihr habt irgendeine Konstellation, die ihr tun wollt, wo man optisch reingehen kann, dann kann man das halt auch genauso gut nutzen, weil wir haben hier halt aptX und LDAC als hochwertige Formate für iPhone AAC und haben hier tatsächlich einen multifunktionalen Bluetooth-Empfänger, der wie gesagt ganz normal mit den 5 Volt von dem USB-Kabel auch klarkommt. Von dem Mosconi-Teil und von dem Helix-Teil gibt es auch, ja, ich nenne es mal Steckkartenversion. Das heißt, sowohl von der Helix-Version als auch von der Mosconi, vom Mosconi-Teil gibt es Steckkarten, die direkt in den DSP oder die DSP-Endstufe reinkommen. Dann verliert man in der Regel die Freisprechfunktion und das automatische Aufwachen und die USB-Anschlüsse. Klar, alles, was irgendwie an den Gehäusen jetzt zusätzlich dran gesteckt wird, ist dann natürlich nicht drin. Aber ja, ihr spart euch ein Gerät und habt das quasi dann direkt in euren DSP oder in eure DSP-Endstufe mit eingebaut. Das heißt, die Dinger gibt es. Wenn ihr also das nicht als extern haben wollt, guckt euch auch gerne die Steckkarten an, die es davon gibt. Von der Klangqualität, also ob wir jetzt halt einen Audison, einen Helix oder einen Mosconi nehmen. Klar, es kommt ein bisschen drauf an, was von wo ihr reinstreamt. Aber ich sag mal, wenn ihr jetzt mit dem iPhone ankommt und halt auf jedes von diesen Geräten drauf streamt, die Chips, die da drin sind, sind sehr, sehr ähnlich. Und die Codecs sind das, was es halt irgendwo komprimiert und irgendwie schlechter macht. Heißt, mit dem iPhone werdet ihr wahrscheinlich keinen Unterschied hören, welches von den 3 Teilen ihr habt. Wenn ihr ein Android-Handy nutzt und da halt 96 Kilohertz Musik drauf habt in 24-Bit und die dann halt möglichst das Handy auch dann auch LDAC unterstützt, dann ist es natürlich am geilsten, wenn die auf dem Audison oder auf dem Mosconi-Teil rauskommen, weil da tatsächlich LDAC ankommt. Auf dem Helix-Teil wird halt aptX HD als bestes Format unterstützt. Was natürlich jetzt wieder nicht heißt, dass es viel schlechter ist. Es kommt natürlich auf eure Kette dahinter an. Habt ihr jetzt eine DSP-Endstufe, die halt sowieso kein Hi-Res verarbeiten kann, ist das egal. Habt ihr jetzt eine DSP-Endstufe, die Hi-Res empfangen kann und verarbeiten kann, dann werdet ihr natürlich von der Signalkette ein bisschen besser sein, wenn ihr tatsächlich die anderen beiden nehmt. Von den Zusatzfunktionen, ja, hat halt jeder was Besonderes. Das heißt, wir haben hier beim Audison die Steuerung von dem DSP, was halt cool ist. Wir haben bei dem Helix-Produkt haben wir die Freisprecheinrichtung und das Remote-Aufwachen. Und bei dem Mosconi-Teil haben wir auch das Remote-Aufwachen und die USB-Stromfähigkeit. Das heißt, jedes Gerät hat so seine Besonderheiten, die gut sind. Je nachdem, was ihr braucht, könnt ihr halt entsprechend nehmen, was ihr wollt. Für meiner Meinung nach wirklich das komplette, okay, ich brauche kein Radio mehr und ich will trotzdem Musik hören und auch freisprechen, weil freisprechen, ganz ehrlich, tut mir den Gefallen und fahrt nicht mit dem Handy am Ohr Auto, das ist nicht gut. Und wenn ihr keine Freisprecheinrichtung habt und dann halt nicht noch zusätzlich eine Freisprecheinrichtung einbauen wollt oder halt gar kein Radio habt, dann ist natürlich das Helix-Teil mit der integrierten Freisprecheinrichtung schon irgendwie cool. Beim Audison-Teil steuern wir halt den DSP und das Mosconi-Teil ist halt multifunktionstechnisch fähig mit dem USB. Alles in allem, alles 3 Produkte, die ja für den Anwendungsfall richtig cool sind, die ich empfehlen kann, die ich auch schon öfter eingebaut habe, die ich auch schon öfter gehört habe und eigentlich wirklich schöne Geräte. Wenn ihr irgendwas davon schon mal benutzt habt, sagt, okay, ich wünsche mir aber halt ein Gerät, was sowohl ein Pass-Through hat, als auch ein Change-Out hat, als auch USB-Strom hat, was weiß ich was. Schreibt einfach mal die Wünsche, wie würde euer Traum-Bluetooth-Empfänger fürs Auto aussehen, in die Kommentare und dann können wir ein bisschen darüber diskutieren. Ich würde mich freuen. Ich hoffe, ich habe euch etwas Neues gezeigt, etwas beigebracht und ihr habt heute etwas Interessantes gelernt. Wenn es so ist, lasst ein Like da, vielleicht auch ein Abo und dann sehen wir uns einfach nächste Woche. Ich danke fürs Zuschauen, euer Thomas.